In diesem Video zeige ich Ihnen einmal, wie der Ozempic Pen richtig angewandt wird. Ich habe hier einmal den Pen. Zur Anwendung nehmen Sie einmal diese Schutzkappe hiervon ab und dann vergewissern Sie sich einmal, dass die Lösung, die Sie hier in dem Fenster sehen, in diesem Fall ist das jetzt ein leerer Pen, Sie sehen hier sonst nur Lösung. Und da schauen Sie einmal rein, die Lösung, die muss klar sein, die darf nicht verfärbt sein. Sollte die nicht klar sein oder irgendwie gefroren sein, dann sollten Sie den Ozempic Pen nicht anwenden. Dann schauen Sie einmal nochmal drauf, ob die Milligrammanzahl auch derer entspricht, die Sie benutzen. Und dann können wir auch schon starten. Wir haben hier einmal solch eine Kanüle, die Sie draufsetzen müssen. Diese Kanülen, die sind in der Packung mit drin. Und um die richtig draufzusetzen, ziehen Sie einmal hier diese Abdeckfolie ab. Nun haben Sie das so in der Hand und können das jetzt ohne weiteres so auf den Pen einmal draufdrehen, bis es nicht mehr weitergeht. Nun ist die Kanüle auf dem Pen drauf und Sie können nun diese erste Schutzkappe abnehmen, die ziehen Sie einfach ab und dann sehen Sie auch, dass die Kanüle immer noch geschützt ist. Als weiteres nehmen Sie auch diesen Schutz ab. Achtung, wieder nicht durchdrehen, sondern nur durchziehen und hier sehen Sie schon die Spitze. Wenn Sie ihn das erste Mal benutzen, sollten Sie einmal schauen, ob die Nadel wirklich durchlässig ist. Dafür haben Sie hier eine Zähleinheit stehen und die drehen Sie einmal und zwar auf diese Anzeige. Ich blende es Ihnen in groß noch einmal ein. Und wenn Sie das gemacht haben, dann können Sie einmal schauen, ob der Pen durchgängig ist mit der Kanüle. Das heißt, Sie können nun einmal auf den Pen einmal drauf drücken und dann sollte oben etwas Flüssigkeit herauskommen. Das müssen Sie aber nur einmal machen, wenn Sie einen neuen Pen beginnen. Ansonsten stellen Sie nun die Einheit ein, also Ozempic spritzt man ja in den Einheiten zum Beispiel 0,25, 0,5 oder 1 Milligramm und diese Milligrammzahl, die drehen Sie hier einmal in das Display rein. Damit ist der Pen nun aktiviert. Und dann können Sie das Ozempic spritzen und zwar nutzen Sie dafür am besten die Oberschenkel, also den vorderen Bereich der Oberschenkel oder aber auch die Bauchdecke. Es geht auch in den Oberarm. Ich empfehle immer eher die Bauchdecke oder die Oberschenkel und bei der Bauchdecke halten Sie so etwa 2 cm Abstand zum Bauchnabel und wechseln Sie auch die Einstichstellen jede Woche. Das heißt, Sie wechseln sich mit den Seiten jede Woche ab. Dann führen Sie diese Kanüle ganz langsam in die Haut rein. Sie können die Haut so ein wenig, so eine Hautfalte bilden und dann die Nadel, die Kanüle ganz vorsichtig reinführen. Sie werden merken, das ist nicht schmerzhaft. Anfangs, wenn man es noch nicht kennt, dann hat man erstmal ein bisschen Angst davor. Das heißt, Sie führen die ganz langsam ein, drücken dann hier oben auf diesen Knopf drauf und dadurch wird durch den Pen die Flüssigkeit ins Gewebe abgegeben. Dann ziehen Sie aber bitte noch nicht sofort den Pen wieder raus, sondern halten diesen so etwa 6 Sekunden noch in der Haut drin. Also der Wirkstoff, der wird subkutan, das heißt unter die Haut gegeben gespritzt und Sie zählen dann langsam bis 6 und dann können Sie den Pen wieder rausziehen. Bitte beachten Sie dabei, dass Sie den Pen vorher nicht rausziehen, denn wenn Sie ohne dieses Zählen bis 6 das machen, dann kann zu viel Flüssigkeit aus dem Loch rauskommen, was Sie mit der Kanüle in die Haut gestochen haben und dadurch verlieren Sie natürlich Wirkstoff, der eigentlich Ihren Körper erreichen sollte. Nun wurde das Ozempic gespritzt und dann nehmen Sie bitte nicht diese Abdeckung, die verwerfen Sie bitte, sondern Sie nehmen diese erste Abdeckung von der Kanüle, denn die kann man recht einfach hier wieder draufsetzen, im Gegensatz zu der kleinen, da kann man sich schnell auch mal pieksen und dann können Sie die so abdrehen und
Damit ist nun die Kanüle vom Pen entfernt. Denken Sie bitte immer dran, die Kanüle auch nach jeder Anwendung wirklich abzudrehen, denn die Kanüle, die bildet eine Verbindung zur Außenwelt, das heißt, hierdurch können Bakterien und kann auch Luft eindringen. Auf der anderen Seite kann aber auch die Flüssigkeit mit dem Ozempic austreten und das möchte man natürlich verhindern. Wenn Sie dann fertig sind, dann setzen Sie unbedingt wieder diese Kappe hier einmal drauf, denn der Wirkstoff ist lichtempfindlich und sollte deshalb nicht so offen rumliegen. Sie können den Pen im Kühlschrank aufbewahren, aber es ist auch möglich, den für 6 Wochen unterhalb von 30 Grad zu lagern. Das heißt, Sie können den ohne Probleme für die 4 Male, mit denen man spritzt, außerhalb des Kühlschranks lagern, und das empfehle ich auch, weil Sie dann das Ozempic auch bei Raumtemperatur spritzen, was wiederum sehr angenehm für das Gewebe ist. Wenn das so kalt aus dem Kühlschrank kommt, ist das ein wenig schmerzhaft. Die anderen Pens, die Sie vielleicht noch besitzen, die noch nicht angebrochen sind, die lagern Sie bitte weiterhin im Kühlschrank. Am besten in der Kühlschranktür, denn dort ist die Gefahr, dass die Flüssigkeit gefriert, weil sie zu kalt wird, nicht so gegeben. Denn gefriert Ihnen einmal die Flüssigkeit, dann sollten Sie das Ozempic auch nicht spritzen. Und das waren jetzt alle Dinge. Ich hoffe, Sie wissen jetzt Bescheid, wie Ihr Ozempic gespritzt wird.